Heute geht es um ein Problem im Backtest, was mit unterschiedlichen Zeiteinheiten zusammenhängt. Hier läuft gerade ein Expert Advisor mit dem Namen simplertrend.ex4. Der zeigt immer an, ob es rauf oder runter geht, je nachdem, wie sich über die letzten 10 Kerzen die Richtung entwickelt, ist dieser Wert hier entweder positiv, wenn es rauf geht, oder negativ, wenn es herunter geht. Und ich handle bevorzugt auf Minutencharts. Es gibt aber Leute, die andere Zeiteinheiten bevorzugen. Und wir möchten uns jetzt einmal genauer anschauen, was es da für ein Problem gibt und wie man es lösen kann. Ich stoppe jetzt hier den Test und stelle hier die Zeiteinheit auf 5 Minuten. Anschließend starte ich einen neuen Test und nachdem hier der Text Warten auf Update erscheint, verändert sich dieser Knopf hier wieder in Test starten. Wir werden das in wenigen Sekunden sehen. Jetzt ist das passiert und unser Backtest scheitert daran, dass hier die Fehlermeldung ausgegeben wird. Test Generator No History Data Euro US-Dollar 5. Stellen wir das mal auf 15 Minuten, löschen vorher unser Journal und starten einen neuen Testversuch. Dann dauert das wieder nur ein paar Sekunden und der Knopf hier unten heißt wieder Test starten, ohne dass irgendetwas passiert wäre, außer dass im Journal diesmal steht No History Data Euro US-Dollar 15. Als logisch denkender Mensch würde man eigentlich davon ausgehen, dass man die Daten für eine Minute, bei denen ja der Test mit unveränderten Einstellungen funktioniert, einfach nur mit 5 oder 15 multiplizieren muss. Der MetaTrader 4 tickt da aber leider etwas anders und um herauszufinden, was das Problem verursacht, klicken wir jetzt auf Extras, Historiendatenbank oder drücken die F2-Taste. Und hier sehen wir jetzt dieses bunte Symbol bei einer Minute. Und wenn wir hier durchscrollen, dann können wir feststellen, dass wir für unser Handelsjahr 2016 für jede Minute hier auch Daten finden. Aber für alle anderen Zeiteinheiten hier ist dieses Symbol hier vorne grau. Ich klicke einmal auf die 5 Minuten und zunächst passiert hier überhaupt nichts. Nach einem Doppelklick sehe ich hier ein leeres Fenster. Auch für die 15 Minuten ist da nichts zu machen. Hier unten gibt es den Button Herunterladen. Meine historischen Minutendaten hier sind aber von einem anderen Anbieter und die möchte ich jetzt in die anderen Zeiteinheiten hier konvertieren. Das hier ist jetzt das Minutenchart für den Euro US-Dollar und hier unten gibt es diverse Skripte. Eines davon heißt Autoconverter. Und das ziehe ich jetzt hier auf unser Chart. Und wie man sieht, steht hier Running 15 Period, Running 30 Period, Running 60 Period. Und dieser Autoconverter erstellt uns jetzt aus den vorhandenen Historiendaten die entsprechenden Daten für das 5-Minuten-Chart. Denn wie man sieht, liegen hier zwischen den einzelnen Werten 5 Minuten. Und wenn ich jetzt hier auf die 15 Minuten klicke, dann gibt's auch das 15-Minuten-Chart und die hier errechneten Daten wurden generiert aus den Daten, die ich im 1-Minuten-Chart schon hatte. Vergleichen wir das mal mit dem australischen Dollar gegen den kanadischen Dollar. Hier gibt's die Daten für eine Minute, aber bei 5 Minuten, 15 Minuten gibt es nichts. 30 Minuten wären wieder vorhanden, Stundendaten sind auch da. Aber wenn ich sicherstellen möchte, dass die Daten für alle Zeiteinheiten vorhanden sind, dann muss ich das entsprechende Chart hier auswählen, ziehe mein Konvertierungsskript auf das Chart und schon geht die Konvertierung hier oben los. Sobald hier oben Done steht, kann ich über Ansicht, Strategietester oder die Tastenkombination STRG und R. Hier wähle ich wieder den gleichen Expert Advisor simplertrend.ex4 aus. Und wie man sieht, funktioniert das. Jetzt wechseln wir auf 5 Minuten, starten einen neuen Test und auch dieser Test läuft jetzt. Stoppen wir einmal, verwenden wir doch einmal das 15-Minuten-Chart, starten erneut und auch das hat funktioniert.
Solche Skripte zum Konvertieren von Perioden in andere Zeiteinheiten gibt es im Netz zur Genüge. Dieses hier ist von mql4.com. Der autoconverter.ex4 hat leider unter den Details zur Programmbeschreibung keine näheren Angaben. Darum weiß ich auch nicht mehr, wo ich ihn damals heruntergeladen habe. Falls Sie diese Datei benötigen, dann schicken Sie mir einfach ein Mail an die Adresse aus meinem Impressum oder nutzen Sie Google. Ich ziehe einmal den normalen Periodenkonverter hier auf das Chart. Das ist die Originalversion von MetaQuotes. Hier kann ich einen Multiplikator angeben. In diesem Fall nehme ich 5. Das ausgewählte Chart ist der australische Dollar gegen den Yen. Klicke auf OK und wenn ich mir hier das Währungspaar australischer Dollar gegen Yen im Historienfenster anschaue, dann habe ich jetzt Daten für 1 Minute und für 5 Minuten. Stellen wir das hier zurück auf das Minutenchart, nehmen den australischen Dollar gegen den Yen, drücken auf F2, wählen 15 oder 30 Minuten aus, dann ist hier nichts zu sehen. Also ziehen wir den Periodenkonverter auf das Chart. Multiplikationsfaktor in diesem Fall wird 30 sein. Ich klicke auf OK. Und wenn ich nach einigen Sekunden mit F2 das Historienfenster öffne und einen Doppelklick auf 30 Minuten mache, passiert hier trotzdem nichts. Schließen wir den MetaTrader einmal, öffnen ihn erneut und rufen das Historienfenster noch einmal auf, dann sind plötzlich Daten vorhanden. Wie Sie sehen, die Konvertierung von historischen Daten in andere Zeiteinheiten kann einen ganz schön ins Schwitzen bringen, aber Sie haben in diesem kurzen Video gelernt, wie Sie das mit dem Period Converter Skript von MetaQuotes machen können. Und wenn Sie es besonders komfortabel haben möchten, dann suchen Sie einfach nach dem auto-converter.ex4, denn damit geht die Konvertierung automatisch und in wenigen Sekunden für alle Zeiteinheiten komfortabel vonstatten.